Der Sommer 2022 ist schon wieder vorbei und ich würde sagen, schön war's. Wenn ich an den Sommer in meinem Schreberger Garten denke, dann denke ich automatisch auch immer an Schleifen und Streichen, weil das ist, was ich diesen und auch letzten Sommer sehr viel gemacht habe. Woran denkst du als erstes, wenn du an den Sommer 2022 denkst? Auf jeden Fall war es streckenweise ein sehr heißer Sommer. Das Thermometer bei mir im Garten hat sogar mal 35 Grad Celsius angezeigt. Somit hatten wir auch viele schöne, lange, warme Sommerabende, die ich natürlich mit Ronja viel draußen verbracht habe, weil dafür ist der Sommer ja da. Wie gesagt, hoch im Kurs waren dieses Jahr wieder Schleifen und Streichen, aber ich durfte dann auch erstmal eine ganze Weile durch sein, zumindest was das Haus angeht. Yay! Eigentlich wollte ich dieses Jahr auch den Zaun nochmal streichen, aber ich glaube, das schiebe ich auf das nächste Jahr, damit ich auch nächstes Jahr nochmal was zum Streichen habe, weil es so schön ist. Ansonsten denke ich bei diesem Sommer auch an meine imaginären Reisen, die ich gemacht habe. Ich war unter anderem bei der Lavendelernte in Frankreich und in Italien einfach am Strand. Dort habe ich ein Liebesroman nach dem anderen gelesen und beide Reisen waren einfach herrlich. An die Erntezeit erinnere ich mich auch sehr gerne zurück. Tomaten liefen dieses Jahr bei mir richtig gut. Äpfel hatte ich auch jede Menge, Buschbohnen und ja, es war einfach eine gute Erntezeit. Willkommen in meinem Schrebergarten. Für mich heißt heute doch anzufangen, Abschied zu nehmen. Die Gartensaison neigt sich tatsächlich dem Ende. Also natürlich ist die Gartensaison noch nicht vorbei. Wir haben noch den Herbst und auch den Winter. Aber für mich ist es halt wieder Luxus, wenn ich halt auch mal hier schlafe und morgens die Tür aufmache und Ronja in den Garten rausrennt und sich freut und ich hier sitzen kann und frühstücken kann und überhaupt hier noch den Abend genießen kann und das Grüne genießen kann und das Gefühl habe, ich bin die reichste Person auf der Welt, weil ich so ein Pachtgrundstück habe mit meiner süßen Laube und dieses Wochenende fange ich an, die Lebensmittel reinzuholen und auch so diese Sachen, die jetzt raus müssen, weil bei uns ist jetzt für 2 Wochen auf jeden Fall Baustelle in der Kolonie. Die Wasserleitungen werden erneuert, was total cool ist, aber das heißt auch, das Wasser wird jetzt am Wochenende abgestellt und dann, so wie ich den anderen Weg schon gesehen habe bei uns in der Kolonie, dann ist auch erstmal kein Durchkommen mehr, auf jeden Fall bestimmt für eine Woche. Also dann kommt man gar nicht mehr an die Gärten ran. Deswegen muss jetzt eigentlich das, was schlecht wird, raus. Und was man eigentlich so hier hatte, so einfach, was man einfach braucht. Und das macht mich tatsächlich traurig, weil schon wieder ein Jahr rum ist. Und ich denke so, wow, das war jetzt mein 3. Jahr. Mein 3. Sommer geht jetzt dem Ende zu. Und nächstes Jahr ist es schon mein 4. Jahr. Und es ist irgendwie verrückt, wie die Zeit vergeht. Aber ich bin echt ein bisschen sentimental. Ja, ich bin wirklich ein bisschen sentimental drauf. Weil jetzt habe ich gerade auch noch das Haus rot gestrichen. Also das Zierholz. Und jetzt hat es auch nochmal geregnet, schön in letzter Zeit. Und jetzt ist alles nochmal schön grün geworden und es blüht alles nochmal. Und es ist September und ich stehe hier in diesen Klamotten, als wäre es irgendwie noch, Spätsommer, wir haben ja Spätsommer, aber deswegen tut mir gerade das Herz weh, dass wir reinziehen sozusagen. Nicht, dass ich immer hier schlafe, aber doch, wenn es jetzt richtig schön sommerlich war, waren wir schon hier draußen und ja, auf meine Wohnung freue ich mich auch, aber trotzdem ist es irgendwie merkwürdig, wie die Zeit so vergeht, ja, also 3 Jahre. Viele Schrebergärtner, wenn man fragt, wie lange seid ihr schon hier? Ja, 10 Jahre, 20 Jahre, 40 Jahre. Das ist so, die Jahre vergehen echt, ne? Und
Man wächst irgendwie, glaube ich, auch mehr mit der Kolonie zusammen. Man lernt die Mitglieder mal besser kennen. Also ich fühle mich jetzt, bin jetzt viel entspannter in der Kolonie. Vorher war ich unglaublich gestresst, kann ich mal ehrlich hier so zugeben, weil es halt einfach super viele neue Leute waren und ja, das war echt eigentlich für mich schon eine riesen Herausforderung, aber so langsam kennt man die einzelnen Leute und gerade die in der Nähe von der eigenen Parzelle sind und die man öfter sieht, da freut man sich eigentlich, wenn man sich sieht und so ein bisschen quatscht und dann so, ja, das fällt ja dann über den Winter auch so ein bisschen weg, obwohl wir natürlich alle noch rauskommen, aber ja, ja, der 3. Sommer geht zu Ende. Oh. Oh. Aber ich kann sagen, ich habe es genossen. Vor allen Dingen, wenn so, was ich für mich gelernt habe auch, ist, dass wenn es so richtig heiß ist, also wenn es so 25 Grad aufwärts, dann bin ich der Typ, dann liege ich gerne einfach im Garten und lese und liege einfach da. Das finde ich einfach total cool, weil es sind halt auch echt nicht viele Tage im Jahr, wo das so richtig knackig ist und dann einfach ein schönes Buch lesen. Das habe ich für mich entdeckt. Also ich weiß halt nächstes Jahr, wenn das so knackig ist, davor und danach will ich eigentlich, oder davor will ich eigentlich alles erledigen, damit ich dann diesen einen Monat, wo wir so richtig Sommer haben, dass ich diese Tage so richtig genießen kann. Das habe ich für mich für nächstes Jahr beschlossen. Und bei den Beeten möchte ich mehr dranbleiben. Genau, also das Unkraut schon vorher rausholen, weil das, wenn man das ganz lange nicht macht, artet das doch in sehr viel Arbeit aus und sehr viel Wurzelwerk. Und ja, also aus ein paar Sachen bin ich schlauer geworden. So Brennnessel lasse ich doch nur noch in einer Ecke wachsen, das war doch nicht so schlau. Dann muss ich mir was einfallen lassen, auch Teil meines Grundstücks, da knallt zu sehr die Sonne rauf. Also ich muss mich noch für möchte mich noch für einen Baum entscheiden, den ich nächstes Jahr pflanzen möchte. Ein paar Sträucher habe ich nicht so gute Plätze ausgewählt, was aber auch daran liegt, weil der letzte oder dieser Sommer einfach von den Temperaturen so knackig war und so trocken, dass gerade so meine Johannisbeersträuche, Stachelbeere, da muss ich echt nächstes Jahr genauer hingucken. Mein Hibiskus sollte viel mehr Wasser bekriegen, habe ich auch gemerkt. Das waren so meine Learnings dieses Jahr. Und wenn mein Haus mit der roten Farbe irgendwie so viel cooler aussieht, denke ich mir, drin muss ich ja nicht komplett sanieren, aber wenn ich das Holz so ein bisschen zumindest mal abwische, ein bisschen abschleife vielleicht hier und da und dann neuen Anstrich, das kann echt Wunder bewirken. Ja, aber ja, das war so dieses Jahr. Ja, ich kann es nicht fassen, dass ich jetzt zusammenpacke. Ich kann es nicht fassen. Vorhin schon die ersten so verabschiedet, die meinten so, wir ziehen jetzt rein. Ja, man sieht sich, tschüss. Ja, aber so ist das. Aber das Gute ist, es kommt ja wieder ein nächstes Schrebergartenjahr oder ein nächster Sommer. Aber ich freue mich auch auf den Winter, ne? Auf die Wohnung und so mal andere Sachen machen, mit Ronja auch wieder mehr Touren machen. Also es hat auch die positiven Seiten. Genau, in diesem Sinne, damit wird das richtige Schrebergartenjahr mit auch öfter mal hier draußen übernachten, wird das Ende eingeläutet und mit einem lachenden und weinenden Auge. Lachenden, weil es so ein toller Sommer war und so ein tolles Schrebergartenjahr und mit einem weinenden Auge, weil es vorbei ist und wieder mit einem lachenden Auge, weil der nächste Sommer kommt.